Aokigahara aka Fuji no Jukai. Das ist der Name eines finsteren Waldes nahe am höchsten Berg Japans. Unzählige Mythen ranken sich um diesen Ort. Angeblich sollen dort schon etliche Menschen verschwunden sein und es soll immer wieder zu schrecklichen Vorfällen kommen. Doch was ist wirklich dran an diesen Geschichten? Was ist das Geheimnis hinter Aokigahara? Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und bei dieser Serie geht es um Urban Legends, Gerüchte, Lügen, Mythen rund ums Japan. Heute fange ich mit Aokigahara Fuji no Jukai an, das Baummeer von Fuji. Man sagt, der Wald ist unheimlich, wer sich da drin verläuft, kommt nie wieder zurück, ein Kompass zeigt nur in falschen Richtungen, das GPS funktioniert nicht, der Handyempfang ist nicht vorhanden und man sagt auch noch, dass sich viele Leute dort das Leben nehmen. Aber was ist eigentlich dran? Ich fange mal gleich mit dem Fazit an. Die meisten davon sind Unsinn. In Jukai kann man sich wunderbar mit dem Kompass orientieren, wenn man möchte. Es gibt hier unter Steine, die magnetisch sind, und würde man einen Kompass direkt auf dem Stein legen, dann könnte er eventuell nicht mehr ganz funktionieren. Aber das magnetische Feld ist niemals so hoch, dass er den Kompass aus x Meter Entfernung dann beeinflussen könnte. Ansonsten funktioniert er auch 1A. Auch der Handyempfang oder GPS-Empfang funktioniert perfekt. Früher, also vor Jahrzehnten, als es nicht so viele Antennen gab oder das Signal schwächer war, hat sowas mal nicht funktioniert, weil da auch sehr hohe Bäume stehen. Aber das war's dann auch. Heute kann man ziemlich überall in dem Wald telefonieren und der Empfang ist besser als in manchen Cafés in Deutschland zum Beispiel. Man kommt nicht mehr raus, wenn man sich drin verläuft. Ja, ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass der Wald dann insgesamt 35 Quadratkilometer groß ist. Das ist 10-mal so groß wie der große englische Garten in München. Ohne Hilfsmittel natürlich schwierig. Je größer, desto schwieriger zu finden. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel den Schwarzwald als Beispiel. Der wäre 6000 Quadratkilometer. Wer sich da drin verläuft, hat es nicht einfach. Und ja, die Sache mit dem Hotspot. Es gab mal im TV eine Serie in den 70ern, die ziemlich berühmt war. Nami no To. Da ging es auch um das Thema im Jukai. Und ungefähr da wurde dieser Ort zur Hochburg für Menschen, die nicht mehr leben wollten. Also das hat keine uralte Geschichte, es ist nicht seit ein paar hundert Jahren so und dieser Ort ist auch nicht magisch. Wäre auch eigentlich logisch, wenn man bedenkt, dass dieser Ort auch über 100 Kilometer von Tokio entfernt ist und eigentlich nur umständlich zu erreichen ist. Zu Zeiten ohne Shinkansen, also das ist sowas wie der ICE, würde man auch nicht auf die Idee kommen, extra dahin zu fahren und so umständlich was zu machen. Es sind also Menschen, die diesen Ort auf diese Art berühmt gemacht haben. So berühmt, dass auch einige YouTuber extra hinfahren, um danach etwas zu suchen. Und ja, auch ich bekomme ständig Fragen zu diesem Thema. Die Anzahl der Suiziden war zwischen 1997 und 2010 auf einem recht hohen Niveau und das sorgte für das Image einer hohen Rate in Japan. Seitdem sinkt die Zahl vom Jahr zu Jahr. Bei 100.000 Bewohnern waren es Anfang des Jahrhunderts etwa 27, mittlerweile liegt der Wert bei 15. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Wert bei 12. Genaue Zahlen nur für Aokigahara gibt es nicht. Aber die Präfektur Yamanashi, in der Aokigahara liegt, hatte im Vergleich zum Rest Japans bis 2019 keine besonders auffällig hohe Quote. Doch im Jahr 2020 klettert die Zahl auf 22, der höchste Wert in Japan, was vermutlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Und man sagt auch, es gibt ein Dorf mitten in der Aokigahara mit Leuten, die sich nicht das Leben nehmen konnten. Das ist auch blödsinnig. Ja, da gibt es ein Dorf, Narusawamura, aber das ist ein ganz gewöhnliches Dorf und das Dorf leidet einfach unter solchen Gerüchten. Und außerdem höre ich auch, es gibt dann zahlreiche Sektenhauptquartiere, aber auch das ist blödsinnig. Und die ganzen Gerüchte rund um Aokigahara wurden auch von Menschen geschaffen, wahrscheinlich um Menschen von dem Wald fernzuhalten. Der Wald ist nämlich voller Schätze, wie zum Beispiel Pilze, also natürliche Schätze, vor allem auch Matsutake, die besonders wertvoll sind. Wird ein wichtiges Thema im Herbst. So etwas sollte geschützt werden. Nur es sieht dann so aus, gerade diese Gerüchte haben den Ort bekannt und auch ominös gemacht. Das führte natürlich dazu, dass Leute extra hinfahren, weil dieser Ort unheimlich und für sie interessant ist. So viel zu diesem Thema.
Wollt ihr noch andere Spukgeschichten, Mythen, Urban Legends über Japan hören? Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu hinterlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!